Herzlich willkommen auf meinem Kanal Juttas Welt. Heute backe ich mal wieder mein Lieblingsbrot. Das ist zurzeit mein Lieblingsbrot, und zwar das Roggenmischbrot mit Molke. Molke macht das Brot wirklich so saftig und es hält wirklich noch, ja, es hält noch tagelang frisch und es gibt eine richtig tolle Kruste. Das Brot besteht aus Roggenvollkornmehl, Weizenvollkornmehl, Dinkelmehl und Weizenmehl 1050. Außerdem noch meinen selbstgemachten Sauerteig und frische Hefe. Habt ihr auch ein Lieblingsbrot? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Lasst mir doch gerne ein Abo da oder drückt vielleicht sogar die Glocke, dann verpasst ihr keines mehr meiner Videos. Das würde mich freuen. Jetzt gebe ich alle Zutaten bis auf das Salz in die Schüssel der Küchenmaschine und lasse dann alles kneten, und zwar so lange, bis kein trockenes Mehl mehr vorhanden ist. Bei der Flüssigkeitsmenge müsst ihr euch langsam rantasten, weil da reagiert jedes Mehl anders, und haltet euch immer eine kleine Menge zurück und bei Bedarf gebt ihr dann immer ein paar Tropfen noch dazu. Jetzt auf mittlerer Stufe so lange kneten, bis ihr keine Mehlklümpchen mehr seht. Jetzt decke ich die Schüssel mit einer Klarsichtfolie ab und stelle sie für 45 Minuten an ein warmes Plätzchen, und da kann der Teig dann schön gehen. Ihr könnt natürlich auch ein Handtuch nehmen, das bleibt euch überlassen. Hauptsache, der Teig hat seine Ruhe und kann jetzt schön aufgehen. Und zwar für 45 Minuten. Der Teig ist jetzt schön aufgegangen und jetzt wird er nochmal für 10 Minuten auf mittlerer Stufe geknetet. Und jetzt erst gebt ihr das Salz dazu. Die Schüssel nochmal abdecken und den Teig für 15 Minuten nochmal bei Zimmertemperatur stehen lassen. Den Teig gebt ihr nun auf eine bemehlte Arbeitsfläche und dann faltet ihr ihn kurz, das heißt, ihr nehmt ihn immer an den Enden und faltet ihn zur Mitte und formt ihn etwas rund. Der Teig ist sehr weich, aber das kommt von dem Anteil der Wassermenge oder in dem Fall der Molkemenge. Wenn ihr weniger nehmt, ist er besser formbar. Nehmt ihr etwas mehr Molke, dann ist er sehr weich, aber er kriegt natürlich auch eine richtig schöne große Porung. Wie gesagt, tastet euch langsam an die Flüssigkeitsmenge heran, so wie ihr am besten klarkommt.
Legt den Teig nun mit dem Schluss nach oben in ein bemehltes Gärkörbchen, deckt ihn zu und lasst ihn nochmal für 15 Minuten stehen. Jetzt stürzt ihr den Teig vorsichtig auf das Backpapier. In den vorgeheizten gusseisernen Topf und backt ihn dort für 15 Minuten bei 250 Grad. Mit Deckel, also den Deckel drauf machen und auch nicht in der Zeit wieder abnehmen. Vorsicht, der Topf ist wirklich sehr, sehr heiß. Also ihr könnt den Teig ruhig reinplumpsen lassen. Das ist überhaupt kein Problem, der wird wunderbar aufgehen. Nach den 15 Minuten nehmt ihr den Deckel ab. Oh, schaut mal, wie toll das jetzt aussieht. Stellt es zurück in den Backofen und backt das Brot noch ca. 30 Minuten fertig. Das fertige Brot jetzt aus dem Topf heben und gut auskühlen lassen. Wenn man auf den Boden des Brotes klopft und es klingt hohl, dann ist es fertig und durchgebacken. Wunderbar, wie das aussieht. Tolle Kruste und ja, man kann es immer kaum abwarten, bis man es anschneiden kann. Und so war es dann auch. Mein Mann konnte es nicht abwarten, bis es komplett abgekühlt war und hat sich schon mal das Knörzchen abgeschnitten. So lecker mit Butter und Salz. Ach, schaut mal die Porung. Also es hält sich richtig lange frisch. Viel Spaß beim Nachbacken.